Hallo Holzfreunde, der Frühling rückt näher. Ich habe hier das ideale Feierabendprojekt für euch. Wir bauen einen Nistkasten. Erstmal säge ich mir die Längen grob zurecht aus einem 19 mm dicken Lärchenbrett. Lärche ist für den Außenbereich geeignet und hatte eine Haltbarkeit von etwa 10 bis 15 Jahren. Mein Brett ist leider etwas krumm, deshalb richte ich es noch einmal ab. Achtet ihr darauf, dass euer Brett einigermaßen gerade ist, dann entfällt für euch dieser Arbeitsgang. Damit Regenwasser nachher nicht auf dem Dach stehen bleibt, bekommt das Dach ein 15 Grad Gefälle. Dazu säge ich mit meiner Kappsäge eine gleichmäßige 15 Grad Schräge an die beiden Seitenteile. Das Dach fällt später 15 Grad nach vorne ab. Die Vorder- und Rückwand bekommen ebenfalls eine 15 Grad Schräge. Am Boden säge ich die Ecken weg, damit dort kleine Löcher entstehen, damit eventuell eindringendes Regenwasser oder andere Flüssigkeiten gut ablaufen können. Das Dach bekommt jetzt von mir noch ein paar Nuten, ohne Funktion, nur damit es etwas schöner aussieht. Nun lackiere ich das Dach von der Oberseite mit Lackfarbe. Dadurch dringt Regenwasser und Feuchtigkeit nicht so sehr in das Holz ein. Das Haus selber bleibt oberflächenunbehandelt. Jetzt bekommt die Vorderseite des Hauses das Einflugloch. Je nachdem, welcher Vogel bei euch einziehen soll, ist der Durchmesser der Bohrung wichtig. Welcher Durchmesser für welchen Vogel könnt ihr im Internet erfahren. Meine Bohrung hat einen 30 mm Durchmesser für zum Beispiel Meisen. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Ich benutze hierzu wasserfesten Leim und einen Akkunagler. Ihr könnt die Teile aber ohne weiteres nur mit Schrauben verbinden. Hier sieht man jetzt schön die beiden Löcher im Boden. Seitenteil, Rückwand und Boden werden jetzt verbunden. Dazu auf den Verlauf der Schräge achten. Mit dem Akkunagler geht das alles super zügig.
Nun noch die zweite Seitenwand montiert. Die vordere Wand mit dem Einflugloch bekommt jetzt zwei Scharniere in Form einer Schraube. Die Schraubenlöcher immer schön vorbohren, damit das Holz nicht reißt. Nun die Schraubenköpfe versenken und die vordere Wand mit den beiden Schrauben verbinden. Nun lässt sich die vordere Wand zum Reinigen problemlos öffnen. Diese ist 1 Zentimeter länger wie die Seitenwände, damit man zum Öffnen drunter fassen kann. Jetzt noch das Dach montieren. Wieder mit wasserfestem Leim und dem Akkunagler. So, nun können die Vögel einziehen. Die kostenlose Bauanleitung wie immer auf meiner Webseite.